Wer hatte den Einfall? Wer führte den Pinsel? Die Spraydose? Das Wort? Für Künstlerkollektive uninteressant. Mehr noch, sie stellen in Frage, was seit der Neuzeit die Kunst geprägt hat. Die individuelle Autorschaft und mit ihr den Mythos des genialen Künstlers, besiegelt durch die Signatur als Zeichen für Echtheit und Meisterschaft. Dabei ist die Idee einer Zusammenarbeit von Künstlern nicht neu. Allerdings ging es einst eher um Arbeitsteilung als um das Erschaffen eines gemeinsamen Werks. Bereits im 17. Jahrhundert etwa baute Peter Paul Rubens in Antwerpen ein Studio mit zahlreichen Assistenten auf, die ihn dabei unterstützten, die Menge der Aufträge zu bewältigen. Die Werke schließlich wurden stets nur von Rubens signiert. Während Künstlergruppen wie die Präraffaeliten oder der Blaue Reiter in der Gemeinschaft meist den Gedankenaustausch suchten oder sich vielleicht aus ökonomischen Gründen zusammengeschlossen haben, dient die Zusammenarbeit von Kollektiven meist einer höheren Idee. Überzeugt davon, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile und Großes entstehen kann, wenn Künstlerinnen und Künstler gemeinsam an etwas arbeiten, geben sie die individuelle Autorschaft zugunsten kollektiver Kreativität auf. Sie sind dabei programmatische Plattform, Keimzelle einer Gegenöffentlichkeit und politische Lebensform. Sie agieren und provozieren. Kollektive wie Pussy Riot, Ruan Grupa oder die Guerilla Girls etwa hinterfragen Konventionen in Kunst und Gesellschaft und agieren an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus. Andere Kollektive arbeiten an der Entmystifizierung der Kunst, wie etwa Art and Language aus Großbritannien. Oder sie gehen Kollaborationen mit anderen Disziplinen wie Musik, Sprache oder Performance ein. Und wieder andere Kollektive verbinden Kunst und Leben zu einem Gesamtkunstwerk und werden schließlich selbst Teil ihrer Werke, wie zum Beispiel Gilbert und George oder Yoko Ono und John Lennon. Wer hatte den Einfall? Wer führte den Pinsel? Die Spraydose? Das Wort? Künstlerkollektive wollen gemeinsam etwas schaffen. Es verändern, umgestalten und schließlich zum Besseren wenden. Die Urheberschaft wird dabei zur Nebensache.